lasse die besten KIs in einen immer schwerer werdenden Programmierwettbewerb gegeneinander antreten, um herauszufinden, mit welcher KI man das beste Roblox-Spiel entwickeln kann. Wir starten sehr simpel und lassen die KIs für die erste Challenge ein einfaches Skript schreiben, das den Spieler umbringt, sobald er einen Part berührt. Dabei bekommen die KIs natürlich alle denselben Prompt und haben nur einen einzigen Versuch, es hinzubekommen. Alright, die KIs sind fertig, dann lass doch mal sehen. Zuerst der Versuch von ChatGPT, dann von Grok und schließlich von Claude. Wow, wenig überraschend haben es alle 3 KIs geschafft, diese Challenge zu lösen. ChatGPT ist interessanterweise noch einen Schritt weiter gegangen und hat sogar einen Debounce-Timer eingebaut. Not bad. Grok und Claude haben den Code sehr simpel gehalten, wobei Claude noch etwas mehr erklärt hat, was der Code genau tut. So, für die nächste Challenge sollen die KIs einen Coin-Wert zu dem Leader-Stat hinzufügen und diesen um genau einen Punkt erhöhen, wenn man einen Coin aufsammelt. Und außerdem soll der Coin danach noch transparenter werden und nicht noch einmal aufgenommen werden können. Alright, zuerst wieder ChatGPT. Okay, es wurde kein Wert zum Leader-Stat hinzugefügt. Und auch mit dem Coin kann ich in keinster Weise interagieren. Das ist sehr enttäuschend. Hat es Grok denn vielleicht besser hinbekommen? Okay, bei Grok haben wir auf jeden Fall sofort einen Leader-Stat-Wert. Das ist schon mal besser. Ich kann die Münze auch aufsammeln, was sie auch transparenter macht. Und der Leader-Stats-Wert wird genau um 1 hochgezählt. Ja, perfekt umgesetzt, was ich verlangt habe. Supi. Und was hat Claude gemacht? Okay, hier haben wir erstmal auch keinen Leader-Stats-Wert. Aber wir können die Münze einsammeln. Was dann den Leader-Stats-Wert hinzufügt, okay. Das einzig Doof ist, dass die Münze wirklich ganz verschwunden ist, statt nur transparenter zu werden. Ah, okay. ChatGPT hat nicht funktioniert, weil er davon ausgegangen ist, dass der Coin-Stat schon da wäre. Ja, da hat er mir wohl nicht so ganz zugehört. Oh, und Claude hatte sogar alles richtig gemacht, hat dann aber ganz am Ende eigenständig seine optionale Lösung eingebaut. Aber technisch gesehen war der Coin dann tatsächlich für 0,5 Sekunden so, wie ich ihn haben wollte. Okay, dann hat aber Claude für mich diese Challenge auch geschafft. Und damit liegt ChatGPT überraschend nach der zweiten Challenge hinten. Wird es nochmal aufholen können? Es bleibt spannend. Vielleicht ja in der dritten Challenge. Ziel in dieser Challenge ist es, den Spieler zu einem exakten Ort zu teleportieren und ihn danach für 5 Sekunden schneller laufen zu lassen. So, ChatGPT, enttäuscht mich nicht. Alright, teleportieren hat funktioniert und wir landen direkt vor unserem Furry Master Blitzo. Und auch die Bewegungsgeschwindigkeit hat eine gute Schnelle. Aber, so wie es aussieht, endet sie einfach nicht. Ach man, ChatGPT. Okay, dafür kann ich dir leider nur ein halb so großes Bestandenhäkchen geben. Sorry. Okay, weiter geht's mit Grok. Das Teleportieren passt. Die Geschwindigkeit passt auch. Und sie endet sogar nach 5 Sekunden. Ja, perfekt. Also Grok liefert bisher echt gut ab. Wowi. Dafür gibt's auch das normal große Bestandshäkchen. So, und Claude? Auch hier funktioniert das Teleportieren, aber der Speedboost scheint nicht da zu sein. Claude war überraschenderweise auch die einzige KI, die die Challenge mit einem Server-Script-Service bewältigen wollte. Ah, und ich habe gerade nochmal an das Skript von Claude geschaut. Und das Problem ist, dass der Speedboost einfach auf dem Standard-Laufwert gelassen wurde. Und wenn ich ihn ändere, dann funktioniert doch alles, wie es soll. Ha. Okay, und da mich der Kommentar in dem Skript auch darauf aufmerksam macht, hat Claude für mich diese Challenge auch trotzdem zu 100% geschafft. Und damit können wir zur letzten Challenge übergehen. In dieser finalen Challenge sollen die KIs eine Plattform so manipulieren, dass sie sich wie ein Riesenrad im Kreis bewegt, sobald ein Spieler sie berührt. Und dabei soll der Spieler von der Plattform mitgenommen werden und nicht von alleine herunterfallen können. Komm, ChatGPT, zeig, was du kannst. Okay, die Plattform wartet auf jeden Fall, bis ich sie berühre. Gut. Und... oh nein. Ah, nee. Oh, okay, wir werden ganz komisch an die Plattform geheftet und können uns auch nicht mehr bewegen. Und richtig wie ein Riesenrad bewegt sich das auch nicht mehr. Und wir sind einfach doomed, für immer uns im Kreis zu drehen. Nein. Dabei hat ChatGPT mir noch extra gesagt, dass ich so einen Center-Part bauen soll, der genau hier oben sitzt. Und ich glaube, den hat er ja sogar im Skript mit drin. Aber irgendwie funktionieren tut es trotzdem nicht wirklich. Okay, das ist leider durchgefallen. Sorry, ChatGPT. Jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, was Grok macht. Achso, und Grok meinte übrigens, die Plattform darf nicht geankert sein. Deswegen liegt sie jetzt hier einfach auf dem Boden rum. Davon aber nicht abschrecken lassen. Und wenn wir draufsteigen, passiert dasselbe wie bei ChatGPT. Na toll. Ach, warte! Ich kann mich bewegen! Okay, bei Grok ist man auch für immer an die Plattform gebunden, aber ich kann mich mit der Plattform wenigstens noch bewegen. Das ist ja fantastisch. Okay, das gibt leider trotzdem das erste X für dich, Grok. Sorry, auch wenn ich es witzig finde. Ich habe fast die Befürchtung, mein Prompt war nicht gut genug. Naja, mal gucken, was Claude daraus macht.
Oh, okay. Die Drehachse ist auch leider hier nicht wirklich richtig. Und auch hier komme ich nicht von der Plattform runter. Aber ich kann mich innerhalb der Plattform zumindest in so einem Mini-Bereich bewegen. Und die Kreisbeweganimation sieht auch am besten aus von den dreien. Ich bin geneigt dafür zumindest einen halben Punkt zu geben, oder? Und damit haben wir es, Leute. Das finale Ergebnis. Auf Platz 3. ChatGPT mit sagenhaften 1,5 von 4 Punkten. Damn, nicht mal die Hälfte, das wäre eine 5, Leute. Eine 5 in der Schule. Durchgefallen. Auf Platz 2, Grok mit fantastischen 3 von 4 Punkten. Und auf Platz 1 ist tatsächlich Claude gelandet. Krass. Ist natürlich auch zum Programmieren. Und hat ein super Ergebnis von 3,5 von 4 Punkten erreicht. Glückwunsch an Claude. Vergiss nicht zu abonnieren. Ich gehe jetzt weinen.